Stel je voor, met künstliche Intelligenz verwandelt verlorenen Momente, diese Vergangenheit. Es war das Jahr 1630, als John Winthrop mit 11 Schiffen in dieser Bucht ankam. Nicht zur Eroberung, zur Gründung. Diese Puritaner träumten von einer Stadt auf dem Hügel, einem Leuchtfeuer des Glaubens in der Wildnis Amerikas. Die ersten Strukturen waren bescheiden. Ein Meetinghaus, nicht praktivoll, sondern blickmäßig. Ein Ort, wo die Gemeinschaft zusammenkam. Das alltägliche Leben war hart, aber nicht ohne Freude. Frauen kamen handwerklichen Tätigkeiten, während Männer handwerkliche nachgegangen. Kinder liefen zwischen den Häusern herum. Es gab Macht, die Kirche war das Herz des Bostons, nicht als Symbol der Macht, sondern als Zentrum der Handlung. Hier versammelten sich die Menschen, ihre Überzeugungen zu teilen. Die Predigten waren lang, aber sie gaben der Gemeinde der sie lag die Wildnis, dichte Wälder, unbekannte Länder, Geheimnis der Natur. Diese Grenze zwischen Zivilisation und Bildnis definierte das Leben in Boston. 1700 veränderte sich Boston. Ein großer Pier wurde gebaut, der Langwurf. Eine halbe Meile lange Struktur, die sich in den Ozean erstreckte. Dies war Bostons Fenster zur Welt. Hier kamen Schiffe aus Jamaika, Barbados. Jedes Schiff trug eine Geschichte, Rum aus karibischen Zuckerrohrplantagen. Melasse für die Brennereien, diverse Stoffe. Mit dem Handel kam der Wohlstand, und mit dem Wohlstand kam ein neuer Boston. Prächtige Häuser wurden gebaut, große Fenster, schöne Türen. Die reichsten Kaufleute errichteten Paläste, ihre Erfolgsgeschichte zu erzählen. 1742 wurde von Hall eröffnet, das Herz Bostons, neue Identität. Im unteren Teil ein Markt, im oberen Teil ein großer Saal 4 in Cambridge, Jede Szene, kurze Fahrt von Boston entfernt, stand Harvard College. Gegründet junge auszubilden, nicht nur zu bilden. Nicht nur in Theologie, sondern auch in Wissenschaft und Philosophie. Diese Institution, nach 1760, ändert sich die Atmosphäre. Britische Soldaten begannen, in Boston zu patrouillieren. Neusteuern Motinigönigti, die Stamp Act, die Sugar Act. Die Kolonisten fragten, warum zahlen wir für eine Regierung, die uns nicht repräsentiert? Ich gab einen Orte, wo Ideen flirter wurden. Die Green Dragon Tavern, ein hifisches Gasthaus mit Bier und Gesellschaft. Aber es war auch ein Ort, wo Männer Sons of Liberty genannt, anfingen, über Widerstand zu sprechen. Miekeneth, anfingen, aber dachten die Spannung wuchs. Kolonisten verbrannten Effigen von Steuereintreibern. Sie druckten Pamphlete. Sie hielten Reden. Es war friedlicher. Widerstand, aber es war auch im März 1770 geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Ein Konflikt zwischen britischen Soldaten und Bostoner eskalierte. Schüsse fielen. Menschen starben. Es war nicht viel Gewalt. Es war schnell, vorbei. Aber es war bedeutsam. Die Jahre zwischen 1770 und 1773 waren die Jahre des brodenden Widerstands. Dann, 1773, kam die Taucht, eine Steuer auf die wieder auf Teuer, wieder dann diese nicht stimmen dürften. Dies war der Punkt, weiter in der Nacht vom 16. Dezember 1773 geschah etwas Außergewöhnliches. Hunderte von Bostonern, verkleidet wie Mohawk-Krieger, stiegen in Boote und fuhren zu den Schiffen im Hafen. Sie luden ab, nicht heimlich aus Hass, sondern offen aus Überzeugung. 342 Boston wurden London war zornig, sehr zornig, die intolerable Acts, so genannt von den Kolonisten, wurden verhängt, der Hafen wurde geschlossen. Die Autonomie wurde eingeschlossen. Die Autonomie wurde eingeschränkt. Aber etwas Interessantes passierte. Statt Boston zu isolieren, brachte die Unterdrückung die Kolonien näher zusammen. Wie Mord Boston, das Old State House, war das Zentrum der britischen Macht in Boston. Hier wurden Gesetze verkündet. Hier regierte die Krone. Aber jetzt, 1774, 1775,
wurde es zu etwas anderem zum Ort, wo neue Ideen vor die nach vom 18. April 1775 war der Wendepunkt. Paul Revere ritt. Boten verbreiteten sich. Millisen sammelten sich. Und in Lexington und Concord, nur wenige Meilen von Boston, entfernte, trafen Kolonisten und Briten aufeinander. Es waren keine großen Schlachten, nur Kurse die von 1775 bis 1783 waren in Kriegsheer. Aber nach dem Krieg, nach der Unabhängigkeit, begann Boston sich neu zu erfinden. Es war nicht länger eine britische Kolonie, es war Teil einer neuen Meiten. Die Straßen waren die gleichen, die Gebäude waren die gleichen, aber der Geist war anders. Diese Stadt, die vor 145 Jahren als kleines Puritaner Experiment begonnen hatte sich in das Herz einer Revolution verwandelt. 1789 kam George Washington selbst nach Boston, nicht als Eroberer, sondern als Präsident einer neuen Nation. Besuchte die Orte, wo die Rebellion begonnen hatte. Betete in den Kirchen. Wehrte die Bürger, die für die Freiheit gestanden hatten. Es waren Momente der Bestätigung. Boston, dies kleine Stadt, auf einem Häuschen, startet auf einem Hochte. Katstedun, heute, während Jahre später, schaut man auf Boston und sieht zwei Welten überlappend, die alte Kirchen noch stehen. Die alte Scharken noch verlaufen hinlich. Aber daneben stehen Wolkenkreuzer. Ein Hafen, der schick von Segelschiffen zu modernen Containerschiffen gewandelt